Das Geheimnis rund um den zweiten Tyrannosaurus Rex in Jurassic World Rebirth scheint endlich gelüftet worden zu sein. Ja, ihr Lieben, tatsächlich haben wir, wie soll es auch anders sein, nachdem der zweite Trailer zu Jurassic World Rebirth erschienen ist, erneut noch weitere, ich will nicht sagen TV-Spots bekommen, aber wir haben zumindest diese Mini-Making-Offs bekommen, die uns zum einen etwas mehr von der Tankstellenszene zeigen, in welcher wir die Mutadon zum allerersten Mal zu Gesicht bekommen werden. Ebenfalls haben wir aber auch, ich glaube inzwischen sogar die komplette T-Rex in the River Szene durch Trailer, Clips und eben hier die Making-Offs veröffentlicht bekommen. Und hierbei ist uns allen eine Sache vielleicht überhaupt nicht aufgefallen. Und ja, auch mir selber nicht, denn ich musste von einem Zuschauer da drauf gebracht werden, dass wir hier in diesen Clips, in diesen Szenen, in diesen Making-Offs, in diesen Trailern tatsächlich bereits 2 T-Rex gesehen haben. Wir haben es nur einfach nicht gemerkt. Wo genau wir das jetzt feststellen können, was ebenfalls noch für den zweiten Tyrannosaurus Rex spricht und warum wir uns darauf freuen können, dass wir wirklich 2 T-Rex zu Gesicht bekommen. Das und noch mehr erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Legen wir gleich los. Viel Spaß! Bevor wir jetzt hier in das Thema einsteigen, will ich ein ganz großes Dank an den Justin richten. Ja, denn du hast mir via Instagram geschrieben, Tobi, das sind eigentlich 2 T-Rex in diesem einen Making-of-Spot gewesen. Und wie ich halt immer einfach so impulsartig dann erstmal reagiere, nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist auch eine blöde Eigenschaft, ich weiß, aber du hast dir einfach gedacht, Moment mal, die werde ich jetzt beweisen, dass wir wirklich 2 T-Rex haben. Und ja, deine Argumentation ist tatsächlich total stichhaltig und ich bin der Meinung, dass du recht hattest. Das ist mir nicht aufgefallen und ich werde jetzt hier in diesem Video darauf eingehen, wo genau wir den zweiten T-Rex zu Gesicht bekommen und warum es mehr als nur Sinn macht, dass es tatsächlich 2 sind. Beginnen wir vielleicht erstmal ganz grob heruntergebrochen mit, dem allseits bekannten Leak, wo wir inzwischen sagen können, ja, sehr wahrscheinlich hat dieser Leak tatsächlich mit allem recht gehabt. Zwischen den ganzen Gerüchten da draußen, den ganzen Leaks, den ganzen Fehlinformationen gab es diese eine Person, die bereits vor Veröffentlichung des offiziellen Titels Jurassic World Rebirth Folgendes behauptet hat. Im neuen Jurassic World Film werden wir eine Familie zu Gesicht bekommen, die bei einer illegalen Bootstour rund um eine neue geheime Insel bei einem Vorfall mit einem Spinosaurus auf dieser Insel strandet. Ja, wir haben jetzt hier nun mal mehr als nur einen Spinosaurus, aber dennoch ist das schon auffällig genau das, was im Film auch passiert. Ebenfalls wurde uns bereits beschrieben, dass Scarlett Johansson zusammen mit einer Söldnergruppe auf die neue Insel reist, um dort Dinosaurier-DNS zu stehlen bzw. zu herbergen. Und auch hier können wir sagen, ja, auch das ist wirklich eingetroffen. Auch die Geschichte mit dem T-Rex am Fluss wurde hier genauestens beschrieben und ebenfalls auch, dass wir 2 Mutanten zu Gesicht bekommen werden. Und hier muss man so ehrlich sein, ja, der Name T-Rex ist in diesem ganz frühen Leak auch schon gefallen, aber ich meine, der Name Mutadon, den gab es damals noch nicht. Es wurde zwar von 2 Mutanten gesprochen, aber ich glaube, dass der zweite auch eine Abkürzung hatte. Vielleicht war es sogar M-Rex gewesen für Mutadon Rex, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ihr merkt schon, dass dieser Leak, der herausgekommen ist, kurz bevor das offizielle Logo von Jurassic World Rebirth und ebenfalls dann auch der Titel veröffentlicht wurden, dass der auffällig viele Informationen einfach richtig vorhergesagt hatte. Wie sowas zustande kommt, ich kann mir das nur so vorstellen. Wir haben ebenfalls vor langer Zeit mal erfahren, dass der Mann von Scarlett Johansson das Drehbuch zu Jurassic World Rebirth bereits gelesen hat, beziehungsweise sie hat ihm erzählt, was in dem Film alles passiert und sie war sehr euphorisch, weil sie auch ein riesen Jurassic-Fan ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann ihr Mann vielleicht auch mal mit Freunden bei einer schönen Grillparty drüber gesprochen hat und dann kam das immer so nach und nach vielleicht irgendwie ins Netz. Muss jetzt auch nicht zwingend genau so gewesen sein, aber ihr merkt, wie einfach solche Informationen ins Internet gelangen können und so passieren dann eben solche Leaks wie jetzt hier im Fall von Jurassic World Rebirth oder auch davor von Godzilla Kong the New Empire. Ein Film, bei dem wir auch wirklich von vornherein nahezu alles wussten. Dieser Leak hat jedoch ebenfalls von 2 Tyrannosaurus Rex gesprochen. Und das wäre jetzt komisch, wenn alles aus diesem Leak gestimmt hätte, außer das mit den 2 T-Rex. Ich meine, ja, beim Spinosaurus wurde auch nur die Einzahl erwähnt und das sind tatsächlich 3. Vielleicht wurde sich auch einfach hier mit der Anzahl der T-Rex geirrt. Allerdings sagt der Leak relativ eindeutig, was für eine Art von T-Rex das sein sollen. Ein jüngeres Tier, ein Tochter-T-Rex, soll zusammen mit dem
bulligen Mama-T-Rex auf dieser Insel leben. Ja, dieser T-Rex, der große, wurde wirklich als sehr groß und sehr bullig beschrieben, während die kleinere, jüngere Tochter-T-Rex-Variante eher etwas schmächtiger und schmaler sein sollte. Diese beiden T-Rex sollten bei einem Fluss auftauchen, wie wir das jetzt ebenfalls auch in Jurassic World Rebirth gesehen haben. Und wir dürfen nicht vergessen, den T-Rex, den wir zuallererst im ersten Trailer gesehen haben, der hatte so eine schöne Musterung. Der war irgendwie so ein bisschen grünlich-bräunlich mit so Streifen. Sah auf jeden Fall super schön aus. Und dann haben wir die Spielzeuge geleakt bekommen. Und Bilder vom T-Rex auf Luftballons und haben feststellen müssen, der sieht nicht so aus wie der aus dem Trailer. Der ist irgendwie grau und der im Trailer war es nicht. Also der eine war farbentsättigter, während der andere wesentlich farbenfroher gewesen ist. Und wir dachten uns doch lange Zeit alle, da müssen zwei am Werk sein. Ich muss zugeben, ich habe diese Theorie irgendwann einfach über den Haufen geworfen, weil ich mir gedacht habe, nein, wenn wir jetzt noch keinen zweiten T-Rex gesehen haben, dann wird da auch nichts mehr passieren. Allerdings würde es in der Herangehensweise von David Koepp und Gareth Edwards nur unfassbar viel Sinn machen, zwei T-Rex einzubauen. Warum ist das so? Naja, der Grund ist relativ simpel. Die T-Rex in the River Szene, in welcher die Familie Delgado vor einem Tyrannosaurus Rex, vor einem schwimmenden Tyrannosaurus Rex in einem Fluss versucht zu flüchten, die stammt tatsächlich ursprünglich aus diesem Buch hier. Natürlich wurde die Szene ein bisschen abgewandelt. Im Buch Jurassic Park von Michael Crichton flüchten zum Beispiel auch Alan Grant, Lex und Tim vor diesem Tyrannosaurus Rex, was ja hier nicht sein kann, da Alan Grant, Lex und Tim hier nicht mit dabei sind. David Koepp beruft sich sehr, sehr häufig auf diese Flussszene in Bezug auf das Buch. Ja, Spielberg wollte diese Szene aus dem Buch bereits 1:1 im allerersten Jurassic Park Film umsetzen. Allerdings hatten sie hierzu noch nicht wirklich die finanziellen und aber auch die technischen Mittel. Sie wussten nicht genau, wie sie dieses Tier wirklich akkurat und schön im Wasser darstellen sollten. Und deswegen haben wir diese Szene nie gesehen. Die wurde 2 Jahre später nochmal in Jurassic Park 3 recycelt, als wir den Spinosaurus im Fluss schwimmen gesehen haben, der dann ebenfalls ein Boot angreift mit Dr. Alan Grant und den Kirbys drauf. Aber den T-Rex haben wir so schwimmend nie gesehen. Was im Buch allerdings ebenfalls noch vorhanden ist, eine Sache, die sich ebenfalls noch vom Film unterscheidet. Wir haben im Original Jurassic Park 2 Tyrannosaurus Rex. Ein größeres Elterntier, das wir als Rexy kennen, und einen kleineren Tyrannosaurus Rex. Wenn Drehbuchautor und Regisseur nun also sagen, wir wollen diese Szene hier 1:1 so verfilmen wie im Buch, dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass man ebenfalls noch einen zweiten Tyrannosaurus Rex mit einbauen könnte, einen etwas jüngeren. Das wäre unter anderem nicht einfach nur interessant für den Film, ebenfalls auch fürs Marketing, für Spielzeuge, Kuscheltiere und ähnliches. Und auch hier können wir feststellen, dass wir 2 verschiedene Tyrannosaurus Rex Varianten von Mattel veröffentlicht bekommen haben. Einer, der etwas entsättigter und gräulicher wirkt und der andere, der wesentlich mehr Farben aufweist. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den mich der liebe Justin aufmerksam gemacht hat. Wir sehen beide Tyrannosaurus Rex im neuesten Clip, in dem neuesten Mini-Making-of, in welchem uns Gareth Edwards zeigen will, wie er die Dinosaurier jetzt zum Leben erweckt. Schauen wir uns einfach diesen T-Rex in the River Clip ein bisschen näher an, von dem wir jetzt ja eigentlich schon sehr viel gesehen haben. Wir können betrachten, wie der Tyrannosaurus Rex vor der Tochter Delgado, gespielt von Schauspielerin Luna Blaze, aufwacht und dann langsam ins Wasser steigt zu dieser Familie und die bedroht. Ja, der T-Rex schwimmt hinterher und hier können wir eines feststellen. Wenn wir uns diesen Tyrannosaurus Rex hier einmal genauer anschauen, wirkt der, irgendwie ein bisschen grün-bräunlich mit diesen Streifen auf dem Rücken. Quasi das Bild, das wir auch aus dem ersten Trailer kennen, hat sich dann im zweiten Trailer noch einmal etwas mehr verfestigt. Der T-Rex hat hier noch das gleiche Design, wird also derselbe Tyrannosaurus Rex sein. Gareth Edwards verriet ebenfalls einmal in einem Interview, dass der neue Tyrannosaurus Rex wesentlich größer, massiger, bulliger sein wird als alle Tyrannosaurus Rex, die wir jemals im Jurassic-Universum gesehen haben. Ja, auch größer als Rexy. Und auch dazu gab es schon reichlich Diskussionen, weil der T-Rex, den wir hier sehen, der ins Wasser steigt, der wirkt gar nicht mal so gewaltig und so bullig. Und ich habe doch den Witz gemacht, ja, wartet einfach mal ab. Der T-Rex hier ist einfach so 2 Millimeter größer und dann kann man sagen, guck mal, der ist krasser und heftiger. Und ja, da habe ich mich auch geirrt. Wir können sehr wahrscheinlich einfach sagen, dass die Beschreibung von Gareth Edwards nicht auf diesen T-Rex gefallen ist, sondern
Auf den hier. Der Tyrannosaurus Rex, den wir jetzt hier im neuen Mini-Making-of zu Gesicht bekommen haben, wirkt auf den allerersten Blick direkt viel bulliger, viel gewaltiger, viel mächtiger, ebenso aber auch viel älter, viel farbentsättigter und einfach anders als der T-Rex, der zu Beginn noch ins Wasser steigt. Und das ist nicht nur mir aufgefallen. Die Reaktion auf die Größe dieses T-Rex ist bei sehr vielen YouTubern ähnlich gewesen. Wir waren alle erstaunt, was da wirklich für eine Wucht dahinter steckt. Bis der liebe Justin mir dann geschrieben hat, Tobi, das sind tatsächlich 2. Und wenn wir uns die beiden Varianten wirklich mal anschauen, muss ich sagen, ja, da gehe ich komplett mit. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass wir inzwischen beide Tyrannosaurus Rex Varianten gesehen haben. Der T-Rex, der zu Beginn ins Wasser steigt, ist wesentlich schmaler, kleiner und farbenfroher als der T-Rex, den wir dann später sehen, der so von der Seite ankommt und eben Papa Delgado noch einmal bedroht. Und tatsächlich passt auch das Farbmuster dieses größeren T-Rex zu dem eher gräulichen Spielzeug, das wir bekommen haben. Natürlich ist das hier noch keine 100%ige Bestätigung. Man kann immer noch sagen, das Licht ist einfach blöd gefallen, die Kamera wurde blöd gehalten, da wirkt der eine T-Rex einfach bunter und kleiner. Allerdings können wir auch bei dem Rex, den ich für den großen Rex halte, für Mama Rex sehen, dass der keine wirklichen Streifen mehr auf dem Rücken hat. Die sind schon eher etwas verblasst. Wie gesagt, das kann auch einfach am Licht liegen, an der Kameraperspektive. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir wirklich den zweiten Tyrannosaurus Rex gesehen haben. Um das noch einmal kurz zusammenzufassen. Der Leak von damals hatte mit allem recht. Warum sollte er sich genau hierbei irren? Ebenfalls brüsten sich Gareth Edwards und David Koepp immer wieder damit, dass Jurassic World Rebirth eine Verbeugung an Steven Spielbergs Meisterwerk und an David Koepps Bestseller werden soll. Mit der Bootsszene wollen sie unter anderem auch das Buch ehren. Also würde es auch hier einfach Sinn machen, tatsächlich einen jüngeren und einen älteren T-Rex mit einzubauen. Und dann haben wir eben noch ganz klar hier in den verschiedenen Trailern und Clips und Spots diese definitiv ersichtlichen, unterschiedlichen Proportionen von einem T-Rex, der etwas frischer und vitaler wirkt und eben einem, der sehr gemächlich, sehr mächtig, aber auch sehr alt rüberkommt. Jetzt frage ich aber wie immer dich, was hältst du von meiner Analyse beziehungsweise von der Analyse von Justin? Nochmal vielen Dank für diesen Hinweis und für dieses Video im Endeffekt auch. Meint ihr, dass das wirklich stimmen kann? Denn ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass das tatsächlich eintrifft. In diesem Sinne, ihr Lieben, freut mich drauf, eure Kommentare zu lesen und ich bin für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.